Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video, in dem ich hier aus diesem alten Druckluftkessel eine Feuertonne baue mit einem VW-Logo für einen sehr guten Freund. Wie du sehen kannst, ist der Kessel in nicht so gutem Zustand und deshalb macht es keinen Sinn, den weiter zu benutzen, bevor da irgendwas passiert. Wie du auch sehen kannst, wird hier schon mal dran rumgeschweißt. Sowas sollte man dann lieber nicht mehr weiter benutzen, da einfach die Gefahr zu groß ist, wenn da Druck drauf kommt, dass da irgendwas passiert. Deshalb war die Überlegung, was macht man damit? Und die Idee war auch gleich da, daraus eine Feuertonne mit dem VW-Logo zu machen. Und gleichzeitig konnte ich hier nochmal mit dem Parkside-Plasmaschneider ein bisschen üben, damit meine Schnitte beim Plasmaschneiden besser werden. Als erstes habe ich mir eine Linie gezogen um den Kessel und habe das Ganze dann mit dem Plasmaschneider aufgeschnitten. Natürlich hätte man hier jetzt auch einen Anschlag oder ein anderes Hilfsmittel benutzen können, aber mir ist es wichtig, dass die Freihandschnitte besser werden. Der Luftdruck ist auf 4 bar eingestellt, so wie das auch voreingestellt war am Plasmaschneider, daran habe ich nichts verändert. Mit den Ampere-Einstellungen habe ich immer mal wieder ein bisschen rumgespielt, um zu sehen, wie sich das auf die Schnitte auswirkt. Es ist bestimmt einfacher, wenn man vorher den alten Lack oder wie in dem Fall die alte Pulverbeschichtung runterschleift. Bei mir selbst war der Winkelschleifer leider gerade defekt, deshalb war das nicht möglich. Wenn man das vorher runterschleift, hat man dementsprechend auch die Möglichkeit, die Masseklemme besser zu platzieren. Da ich das halt hier nicht schleifen konnte, habe ich die Masseklemme an dem Gewinde angebracht, an dem normalerweise die Kondensatablassschraube sitzt. Wie du sehen kannst, habe ich den Brenner mit der rechten Hand gehalten und mit der linken Hand zusätzlich etwas unterstützt, sodass die Bewegungen beim Schneiden einfach gleichmäßiger werden. Ich habe hier leider vergessen gehabt, den Kompressor vorher anzuschalten. Ohne Luft schneidet es sich einfach ein bisschen schlechter. Ich habe einen Kompressor, der 400 Liter Abgabeleistung pro Minute hat. Damit kann man schon recht ordentlich arbeiten. Viel kleiner sollte er nicht unbedingt sein, da einem sonst vielleicht nicht genug Druckluft zur Verfügung steht, um durchgehend schneiden zu können. Hier kann man gut sehen, wie viel Dreck und Ablagerungen sich in den Jahren im Kessel gebildet haben. Dementsprechend ist es mit Sicherheit gut, wenn man öfters mal danach schaut, das Kondensat
abzulassen und sich auch allgemein ein bisschen mehr um seinen Kompressor zu kümmern, damit sowas einfach, ja, nicht so schnell passieren kann. Und wie in dem Fall dann der Kessel an verschiedenen Stellen durchrostet. Hier habe ich dann das erste Mal das VW-Logo aufgelegt und habe mir das ein bisschen ausgerichtet, um zu sehen, wie ich das platzieren möchte. Dazu habe ich das Logo mit solchen kleinen Magnetwinkeln befestigt, die kann man hierfür auch sehr gut benutzen. Die sind auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Die Befestigung der Achse bzw. der Räder musste dementsprechend auch noch abgeschnitten werden, aber wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, war mein Winkelschleifer zu dem Zeitpunkt gerade defekt, deshalb konnte ich es nicht einfach mit der Flex abtrennen. Deshalb habe ich hier den Brenner einfach ein bisschen schräg gehalten und habe die Aufhängung in mehreren Durchgängen abgeschnitten. Das gleiche habe ich dann auch mit der Konsole gemacht, auf dem normalerweise dann der Motor sitzt und befestigt ist. Ich habe das Ganze ein bisschen vorsichtiger geschnitten, da ich vermeiden wollte, dass ich in den Kessel reinschneide. Nachdem dann die Teile abgeschnitten waren, habe ich nochmal das VW-Logo aufgelegt und mit Magnetwinkeln befestigt. Habe mir das Ganze etwas ausgemessen als Anhaltspunkt, dann die Schablone ausgeschnitten und habe das Ganze mit einem schwarzen Filzstift auf den Kessel aufgemalt. Dann habe ich angefangen, das VW-Logo auszuschneiden, das Ganze auf beiden Seiten. Wichtig hierbei ist es, dass man sich ein paar Anbindungen stehen lässt, da sonst die Buchstaben bzw. die Teile der Buchstaben keinen Halt haben.
Und damit das ganze Ausschneiden der Logos nicht zu lang dauert, ist der Teil jetzt im Zeitraffer. tired. I just feel the pressure of the thing that I have in mind. I wanted peace, I wanted to be fine. I wonder why I cannot just sit for a while. I really want to see what it looks like. To have a moment I know that would be mine. When the winds all glow, like a picture of the time. When the future is the home you're looking for. Save me from everything. Tell me where to find my way. I'm just looking for something I can make in another day. 'Cause I'm all done fading away. 'Cause I'm all
I want it to be fine. I wonder why I cannot just sit for a while. I really wanna see what it looks like. To have a moment I know that would be mine. Would be mine. Save me from everything. Tell me where to find my way. I'm just looking for something. I can't make it another thing, 'cause I'm all done fading away. 'Cause I'm all done. This is why I know I just keep running. If I survive, if I am strong, why do I feel I never glow? But I survive and I'll be strong. Save me from everything. Tell me where to find my way. I'm just looking for something. I can't make it another thing, 'cause I'm all done fading away. 'Cause I'm all done. This is why I know I just keep running. I keep running. Oh, 'cause I'm all done fading away. 'Cause I'm all done. This is why I know I just keep running. Too bad I'm falling apart like a dancer on the ground. One thing we change all day. Do not ever let it end. Now we are still swinging. After the years we are just so fine again. Never leave what is broken. Rise above this night like warriors. Burning to the ground. Just to get high. Burning to the ground. Rise above me like your enemy. This big war when we stand together. This big war till you man and I won. This big war when we stand together. It's time for a tribute now. 'Cause it's now or never. 'Cause it's now or never. Ain't gonna let us stop. Ready for the next go round. Age of revolution. You will never wanna just drown. Now we are still swinging. After the years we are just so fine again. Never leave what is broken. Rise above this night like warriors. Burning to the ground. Just to get high. Burning to the ground. Rise above me like your enemy. This big war when we stand together. This big war till you man and I won. This big war when we stand together. It's time for a tribute now. 'Cause it's now or never. Violence is the enemy now. Violence is the enemy now. Das Teil, was man hier sieht, wird dann der Fuß der Feuertonne. Da habe ich einfach noch 2 Halbkreise ausgeschnitten, damit das Ganze ein bisschen schöner aussieht. In der Zwischenzeit habe ich mir dann auch vom sehr guten Freund einen Winkelschleifer ausgeliehen, habe die VW-Logos schon mal blank geschliffen und auch die Kanten etwas entgratet, damit man sich daran nicht mehr verletzen kann.
Im unteren Bereich werden noch Löcher in den Kessel reingeschnitten, damit das Feuer auch genug Luft bekommt. Zum Schluss habe ich dann noch den Fuß auf der Feuertonne ausgerichtet mit 2 Magnetwinkeln und habe dort noch ein Loch reingeschnitten, damit man später hinaus die Feuertonne und den Fuß mit einer Schraube zusammen montieren kann. Das hat dann den Vorteil, dass, wenn man das möchte, kann man das später hinaus nochmal demontieren und kann das Ganze noch schleifen und mit einem hitzebeständigen Lack lackieren. Ich finde, die Feuertonne ist gut geworden, dafür, dass es das erste Projekt war mit dem Plasmaschneider. Wenn dir das Video auch gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, damit du keines meiner weiteren Videos verpasst. Und wenn du magst, dann würde ich mich auch sehr über einen Daumen hoch freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.